Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Cthulhu. Ja, also wir hatten ja das letzte Mal hier unten das Lagerhaus erkundet und den Mechanismus repariert, aber ich glaube nicht, dass das hier unten eine gute Idee ist. Wir gehen, wie ich schon gesagt habe, wir gehen zurück zur Kneipe und schauen uns dort mal um. Sehen, ob wir da... Ich muss ja nochmal die Tasten umbelegen. Ich drücke immer auf die falsche Taste zum Splitten. Ob wir da jetzt was Neues finden. Wir könnten auch nochmal kurz mit dem Captain reden, der uns noch was Neues sagt. Oh, hier sitzen auch zwei neue Leute. Okay. Wir gucken mal, ob der Captain noch was zu sagen hat. You're back again. What can I do for you? Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Okay, also ich nehme an, die Kanäle sind das, was wir gerade freigelegt haben. You're back again. What can I do for you? Gibt es sonst noch was Neues? Nein, nicht wirklich. Okay. I shall be on my way. So Ja, come wir back and könnten see me jetzt when you've got natürlich something new. es riskieren und da unten lang laufen, aber das könnte auch ganz schnell ganz schön schief gehen. Wir gucken erstmal, wir reden erstmal noch mit den Kollegen hier. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Okay, also die reden von Cat. Da müssen wir nicht diskutieren. Ich denke auch, ich werde ihr jetzt mal noch einen Besuch abstatten. So. Okay. Ja, sie sitzt noch. Gut. Wir reden mal mit dem Herrn. Geht nicht gerade? Okay. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. I told you to beat it. Okay, also die redet nicht mit uns. Egal was wir tun, sie redet nicht mit uns. Schwierig. Jetzt komme ich nämlich an den... doch jetzt hier. Komm, erzähl mir mal was. You again. What can I get you? Können wir uns eine Flasche Whisky kaufen? What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owner, but anything... Okay. Let's say I want to buy a bottle from you. Choice is yours. Everything's on sale. How much for a bottle of whiskey? $5. I guess I'm not desperate. I'm not judging you. Gut, wir haben eine Schnapsflasche. Halt. That'll be all for now. Wir haben eine Schnapsflasche. Jetzt könnten wir die beiden Trunkenbolde darauf ansetzen, aber irgendwie...
Ich gehe noch mal kurz zurück. Die Frage ist halt bloß, wie kommen wir dort unten zurecht? Also wir müssen ja in diese Richtung hier hinter. Wenn wir jetzt hier runter gehen, nochmal runter. Okay, hier ist zu. Hier ist alles zu. Hier hüben. Komm, Beeilung, Kollege. Offensichtlich leben wir noch. Ach du Schande. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Verjagt. Hey, das könnt ihr doch nicht mehr machen. Wenn ich hier längere Zeit still sein sollte an solchen Szenen, dann holt bitte den Krankenwagen. Okay, was haben wir hier? Okkultismus. This is primitive. Okay. Okay, wo sind wir jetzt? Die Leiter hoch. Aha, wir sind gegenüber der Bar. Oh, this place stinks. What is the connection? Wir sind jetzt sozusagen Verstand. Oh, wir haben die nächste dazu bekommen. Die versunkene Stadt. Bei einer Untersuchung des Lagerhauses der Hawkins betrat Pierce einen teils überfluteten Tunnel unter dem Hafen. Dort griff etwas nach seinem Arm und zog ihn unter die Wasseroberfläche. Nach Luft ringend erhaschte der Detektiv einen flüchtigen Blick auf menschliche und tierische Leichen sowie eine Stadt unter Wasser. Pierce kämpfte sich zurück an die Oberfläche und erkannte, dass sich keine Tentakeln, sondern nur Seegras um seinen Arm geschlungen hatten. Okay. Ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe ja ein bisschen Angst vor diesen Dingern. Aber gut. Gut. Wir haben 3 Charakterpunkte. Oh gut, das ist immer noch bei 0 Medizin, bei 0 Stärke. Gut, naja, ich würde jetzt mal sagen, wir belassen das immer noch, wir lassen es erstmal trotzdem noch so, wie es ist. Between this place and the Sarah Hawkins case. Okay, ist das jetzt das Lagerhaus, wo wir... Okay. Das ist bestimmt eine Art Detektivmodus, ja? What happened here? Okay, hat jemand einen Spiegel zu schlagen? Das ist... Sind wir jetzt in dem Lagerhaus, wo wir eigentlich hin müssen? Sieht so aus. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Okay. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Okay, der Rest ist wohl nur noch untersuchen, oder was?
Lagerhaus von Hawkins. Neuer Hinweis entdeckt. Okay, jetzt gucken wir uns so nochmal um hier. Was haben wir denn hier so Schönes? Wieso kann ich das so nicht mehr angucken? Ohne den Detektivmodus? Okay, Moment, da müssen wir nochmal hier. Geht das jetzt nicht nochmal? Eigentlich hatte ich gehofft, nochmal hier das untersuchen zu können. Also ich nehme an, das ist das Tor, vor dem der Polizist steht. Ja. Aber warum kann ich das jetzt nicht mehr untersuchen? Ich kann auch nicht in den Modus zurückkehren. Offensichtlich. Ach, Mist. Schade eigentlich. Ich dachte, das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber offensichtlich war das dumm. Na gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. So, das Lagerhaus von Hawkins. Okay, Officer Bradley entdeckte außerdem ein teilweise verbranntes Gemälde. Das ist für Hawkins verknüpft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier wieder ohne Ärger raus? Und warum kann ich das ja nicht nochmal wirklich genauer angucken? Sehr schade. Na gut. Wir gucken mal. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Der Fall ist also wir sollten zusammenarbeiten. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Okay. God damn it. Her again. Oh, scheiße. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Das ist die Villa. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Okay, gut.
So, na gut, dann werden wir jetzt mal sehen, was uns hier erwartet. Ich denke, die Cat wird uns auch noch irgendwie mal richtig Schwierigkeiten bereiten. Aber wir werden sehen. Mich ärgert es, dass ich die Gegenstände dort nicht untersucht finde. Oder untersucht habe. Wir werden beobachtet. Well, here we are. Hawkins Mansion. Okay, gut. Wir sind da. Ich frage mich bloß später nicht, ob ich hier wirklich sein will. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Okay. Das ist etwas, worauf ich achten soll. Ich habe schon von Winchester gehört. Ich habe keine Zeit verloren. Sie kennt sich jetzt ziemlich gut. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. You're talking about Winchester? That's right. The Hawkins' old caretaker. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Okay. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Okay, gut. Wir können loslegen. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal, wir gehen dem mal noch nicht hinterher, wir gucken uns erstmal hier um.
Schöne Aussicht. Okay. Was ist das? Aus Holz geschnitzte Wollfigur. Gut, nehmen wir mit. Hat sich doch schon gelohnt, dass wir hier sind. So, der Kollege ist da runter. Okay. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Ja, na gut, also wir müssen jetzt hier runter. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Habt vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.